Grüezi wohl, ihr Zuckerschnuten. Heute geht es um Blisma. Die T34 Kalotte T, also Textrem. Eigentlich war das hier geplant, die Beryllium, aber ich habe weltexklusiv hier auf YouTube die Möglichkeit jetzt den T34T euch zu präsentieren und dementsprechend gibt es ein Video, Insights und vor allem ganz viel Hintergrundwissen, nachdem ich mit Stanislav knapp 2,5 Stunden Videokonferenz geführt habe und er mir alles Mögliche über seine Hochtöner erzählt hat. Deswegen dranbleiben, bis zum Ende schauen, verpasst keine Details und wie immer folgen, liken, kommentieren, die Glocke an und jetzt gibt es die Infos über diese wunderbare, hochexklusive Textremkalotte. Und nicht zu vergessen, was diese so besonders macht. So besonders im Unterschied zu Mitbewerbern. Schauen wir uns den T34T einmal hier genauer an. Dazu habe ich einmal die Abdeckung abgenommen, was an diesem Hochtöner möglich ist, weil die Abdeckung hier nicht verklebt wurde. Verpackt wird der Blisma wie immer in dieser Box, genauso die gleiche Box wie sein Kollege, der 34B mit Beryllium, kommt auch der T34T in dieser typischen Blisma Box. In dieser Box befindet sich die üblichen Pappeinsätze, die Schutzfolie, so wie jeder andere Blisma Hochtöner eben auch verpackt wird. Wie gesagt, hierzu lässt sich jetzt an diesem Hochtöner das Gitter abnehmen, was den Einsatz zum Beispiel in Waveguides extrem erleichtert. Als erstes wollen wir uns mal die Verarbeitung hier anschauen. Die Hochtöner sind sehr massiv, sehr schwer ausgeführt, sind absolut sauber und schön gefertigt. Wir haben hier immerhin ein Gewicht von 680 Gramm, was diesen Hochtöner extrem schwer macht. Was natürlich sofort auffällt, ist die komplett andere Membran, wie wir sie von den Mitbewerbern her kennen. Uns fällt auf, natürlich, wir haben kein Schachbrettmuster. Wir haben hier eine durchgängig gewebte Membran, die aussieht, als wäre sie eine Seidenkalotte. Die Fertigung dieser Membran wird für Blisma exklusiv hergestellt. Diese Membran ist natürlich nicht einfach nur ein Gewebe, sondern sie ist am Beginn, am Membranhals quasi dicker. Die Materialstärke ist dicker wie zur Membranmitte. Und das ergibt eben diese typische Stabilität für diese Membran und gibt der Blisma-Kalotte diesen einzigartigen, wirklich absoluten Overkill-Look. Tiefschwarz, schaut sie uns an und zeigt uns ihre Vorzüge. Wie gesagt, was auch auffällt, vielleicht hat der eine oder andere es schon bemerkt, ist die schmale Sicke. Wir haben hier eine extrem schmale Sicke,
wie sie auch kein anderer Mitbewerber hier verbaut, was zur Folge hat, dass die Membran wirklich sehr, sehr groß ist. Wenn wir jetzt bedenken, bei anderen Herstellern hat die Sicke teilweise, sagen wir jetzt mal 5 mm, dann kann die Membran an für sich nicht mehr so groß sein, wie sie ja eigentlich im Datenblatt angegeben ist. Und hier haben wir eben eine sehr schmale Sicke, was die Kuppel natürlich auch sehr groß macht. Und trotzdem oder trotz allem haben wir hier eine Auslenkung, ein X-Maß von 3 mm. Was diese Hochtonkalotte natürlich auch noch auszeichnet, ist der enorme Antrieb. Wir haben hier 2,2 Tesla Antrieb. Das ist schon vorstellbar wie eine Rakete. Der extrem enge Luftspalt, übrigens, wir verwenden hier kein Ferrofluid für diesen Hochtöner, sondern dieser Hochtöner ist ferrofluidfrei, was ihm absolute Freiheit, Impulstreue und Feinauflösung gibt. Und natürlich dadurch auch super alterungsbeständig ist, weil sich das Ferrofluid nicht verflüchtigen oder auslaufen kann. Ja, wie gesagt, der Antrieb dieser Kalotte mit 2,2 Tesla ist wirklich außergewöhnlich hoch. Wir haben hier eine Resonanzfrequenz von 770 Hertz. Wir haben eine bewegte Masse von unglaublichen 0,3 Gramm. Die Kalotte hat eine Belastbarkeit, so wird sie angegeben, mit 80 Watt. Für die Interessierten jetzt die Daten ein bisschen, den QMS von 1,95, einen QES von 0,41 und einen QTS von 0,33. Der Voice Coil, also der Durchmesser dieser Schwingspule, beträgt hier 34 mm. Wir haben eine Höhe von 1,4 mm und wir haben eine zweilagige Wicklung auf diesem Träger. Ganz klar muss natürlich gesagt sein, dass diese extrem niedrige bewegte Masse natürlich die Transienten und die Effizienz dieses Hochtöners hervorhebt, was sie natürlich extrem impulsschnell macht und extrem agil. Das hier ist keine langsame Kröte. Die Schwingspule ist natürlich im unterhängig, habe ich glaube ich vorher nicht gesagt, und ein aus Titanium gefertigt, was auch wieder speziell in dieser Art und Weise, so sagt Stanislav, nur für ihn gefertigt wurde. Einen Frequenzgangangabe ist hier angegeben von 1,3 Kilohertz bis 35 Kilohertz. Lasst euch noch von mir meine Eindrücke noch mitgeben von der Kalotte. Was mir eben, wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, aufgefallen ist diese schmale Sicke. Bei den Mitbewerbern sehen wir ja eine breitere Sicke, vielleicht sogar eine niedrige FS. Jetzt haben wir aber eine Sicke, die 5 mm breit ist, was natürlich die Kuppel auch kleiner macht. Das darf man nicht vergessen. Und mit einer breiten Sicke von, ja, sagen wir mal um die 5 mm. Ich blende mal nur als Vergleich den Scanspeak
oder beziehungsweise den SB Acoustics Hochtöner ein. Das ist komplett wertungsfrei und jetzt überhaupt nicht negativ oder positiv, sondern wertungsfrei hier ein Vergleich, dass wir eben sehen, durch die breite Sicke, so haben wir meiner Meinung nach eigentlich einen Ringradiator. Das würde bedeuten, dass im unteren Hochtonbereich die Sicke schwingt und hier natürlich Dynamik produziert wird oder mehr Dynamik produziert wird und daher der Hochtöner so tief mit einer so tiefen FS-Angabe angegeben werden kann. Hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile, eine Art Ringradiator. Da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Das soll kein Bashing werden, dass der eine oder andere das Gefühl hat, wir reden diesen Hochtöner schlecht oder besser. Ja, klanglich dürfte dieser Hochtöner in die Richtung gehen, wenn man jetzt ihn vergleicht, im Vergleich zum Beryllium, dass er natürlich diesen Glanz, dieses Skalpell nicht hat. So wie die Erfahrung von anderen Textrenmembranen sich bei mir eingeprägt hat, ist der Sound organischer, griffiger und dementsprechend flüssiger. Bei Berylliummembranen haben wir oft die Gefahr, dass sie zu agil im oberen Hochtonbereich sind und für den einen oder anderen zu viel des Guten sind oder eben auch zu schrill werden in einer bestimmten Anlagenkonfiguration. Wenn wir uns hierzu die Messwerte von dem Kollegen uns anschauen, ich blende diese nacheinander ein, dann stellen wir fest, dass wir hier einen grundsoliden, wirklich sehr, sehr gut agierenden Hochtöner vor uns haben, der natürlich auch seinen Preis kostet. Das ist klar, einen solchen Hochtöner gibt es nicht vom Wühltisch. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Bilder dieses Ausnahme-Hochtöners zeigen. Genießt die Bilder, genießt die Show und nicht vergessen, liken, kommentieren und natürlich die Glocke anzumachen, um auf jeden Fall nicht zu verpassen, wenn dieser Hochtöner in meinem High-End-Lautsprecher, den ich für euch exklusiv auf YouTube abbilde. So bekommt ihr natürlich die neuesten Infos, die neuesten Soundeindrücke. Deswegen Glocke an, abonnieren, liken und kommentieren. Und natürlich teilt es mit euren Freunden, Bekannten. Das würde mich sehr freuen, wenn meine Videos in die Welt hinausgehen und euch natürlich glücklich machen. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Rock on, meine Freunde. Hier mit diesem Schmuckstück geht's alsbald los. Die Frequenzweichen sind teilweise schon berechnet für den Lautsprecher und ich freue mich, euch auf den nächsten Videos auch begrüßen zu können. In diesem Sinne, rock on! Auf diesem Kanal, bleibt dran und habt einen schönen Tag, eine schöne Woche.